Jurassic World. Seit 2015 lösen diese beiden Wörter bei mir ein Schauder und Entsetzen aus. Besonders nach dem mittleren Teil der neuen Trilogie konnte ich mir kaum noch vorstellen, dass das Jurassic-Genre noch irgendwie zu retten sei. Die Figuren platt und unsympathisch, die Handlung dünn und unlogisch und die Dinosaurier, falscher geht's kaum. Das waren lediglich Hollywood-Monster, zum Teil sogar reine Fantasie-Fabelwesen, die nichts mehr mit der Realität zu tun hatten. Nun läuft auch Jurassic World Dominion als letzter Teil der Trilogie in den Kinos und Markus und ich haben uns wieder zusammengetan, um den Faktencheck dieses Films zu machen. Den Text kann man auch auf Markus' Homepage Die weißen Steine lesen. Große Erwartungen hatten wir an den Film nicht. Wir waren uns schon fast sicher, wieder eine derbe Enttäuschung zu erleben. Besonders nach den ebenfalls furchtbaren Trailern und dem unsäglichen Prolog, die schon letztes Jahr veröffentlicht wurden. Wie war aber nun der Film? Tatsächlich ist Dominion für uns ein deutlich besserer Film als Fallen Kingdom, aber er ist um Welten nicht so gut wie der Originalfilm Jurassic Park und auch dessen Nachfolger Vergessene Welt. Er ist auch schlechter als Jurassic Park 3 und Jurassic World. Wir geben ihm also den vorletzten Platz. Eine Warnung an alle, die Dominion noch nicht gesehen haben. Wir werden zwar versuchen, weitestgehend nicht zu spoilern, aber ganz ohne werden wir nicht auskommen. Erstmal das Positive. Der völlig hanebüchene Prolog war Gott sei Dank nicht zu sehen. Die völlig desaströse Darstellung der tatsächlichen Kreidezeit, die uns Trevorrow letztes Jahr präsentierte, hat es nicht in den Film geschafft. Hier wurden damals nämlich Dinosaurier aus allen möglichen Formationen der Kreidezeit wild durcheinandergeworfen, obwohl sie sich fast alle niemals in Wirklichkeit begegnen konnten. Auch Landschaftsbild und Vegetation waren völlig an den Haaren herbeigezogen und passten überhaupt nicht zur wirklichen Oberkreide. Ganz zu schweigen von dem völlig unrealistischen Dinokampf zwischen Tyrannosaurus und Giganotosaurus, der in der Realität niemals hätte stattfinden können. Ja, ich weiß, es ist nur ein Fantasy-Film und mein Gemecker ist wieder kleinlich. Aber wenn ein Film den wissenschaftlichen Anspruch stellt, die wirkliche Zeit der Dinosaurier darzustellen, es aber nicht tut, muss man mit solch einer Kritik rechnen. Wir reden ja hier schließlich vom Jurassic-Franchise, welches diesen wissenschaftlichen Anspruch stellt und nicht von einem Kinderfilm wie in einem Land vor unserer Zeit. Ebenfalls positiv: Der Film zeigt uns die bei weitem größte Artenvielfalt an auftretenden Dinosauriern von allen bisherigen Filmen. Es werden dabei aber nicht nur Dino-Berühmtheiten gezeigt, sondern auch viele eher unbekannte Geschöpfe. Es gibt nicht nur mesozoische Dinosaurier, Flugsaurier und Meeresreptilien zu sehen, sondern auch ein paar Synapsiden. Leider haben viele dieser Tiere nur einen knapp bemessenen Auftritt, aber das ist verschmerzbar. Schön ist auch, dass Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm nun wirklich große Rollen im Film einnehmen. Die Dialoge sind zwar relativ platt und nicht besonders tiefgehend geschrieben, der Humor kommt aber wenigstens nicht zu kurz. Und ebenfalls positiv: Die nervigen Charaktere aus Fallen Kingdom kommen hier wirklich nur ganz kurz vor und nerven noch nicht einmal besonders. Was viele Fans vielleicht enttäuschen mag, mich aber wirklich sehr glücklich machte: Blue kommt so gut wie gar nicht vor, nur mal kurz am Anfang und am Ende des Films. Auch wenn Dominion mit diesen positiven Aspekten besser ist als sein Vorgänger, er ist definitiv kein guter Film. Er nimmt sich viel zu viel Zeit für eher unbedeutende Szenen und hat deshalb auch viele Längen. Die Welt, in der Menschen mit Dinosauriern zusammenleben, die vielen Probleme, die sich dadurch ergeben, werden, was mich sehr überraschte, nur beiläufig in fiktionalen Nachrichtenbeiträgen gezeigt. In der Haupthandlung spielt dies aber alles überhaupt keine Rolle. Es geht den ganzen Film über nur um zwei Handlungsstränge. Erstens: Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm wollen die finsteren Machenschaften von Louis Dutton und seinem Konzern
Biosyn aufdecken. Dodson will mit Hilfe genmanipulierter Heuschrecken ein Wirtschaftsmonopol erreichen, denn seine Heuschrecken fressen alles, nur nicht die von Biosyn produzierten Agrarprodukte. Und zweitens, Baby Raptor Blue und Macy werden von Biosyn gekidnappt, Claire und Owen wollen beide wieder zurückholen. Dominion ist deshalb wieder kein Science-Fiction-Film. Wir sehen hier einen Mischmasch aus Agenten-Thriller in Manier von James Bond und einem Fantasy-Monsterfilm à la Godzilla. Über Logiklücken und die Story will ich nicht viel reden. Einiges sei aber trotzdem erwähnt. Wenn nun Heuschrecken eine größere Bedrohung sind als die Dinosaurier, macht dieser Film wirklich alles zunichte, worüber wir uns in allen Vorgängern noch freuen konnten. Die Dinos taugen hier nur für den ein oder anderen Jumpscare, man fürchtet sich aber im Kino nicht ein bisschen vor ihnen. Die riesige Chance, das brisante Zusammenleben von Menschen und Dinosauriern zu zeigen, wurde damit vertan. Und was den Bösewicht des Films angeht, also Louis Dodson, seine Rolle beschreibt ein Zitat aus Jurassic Park am besten. Dodson! Dodson! We've got Dodson here! See, nobody cares. Er ist eher unfreiwillig komisch als seriös zu nehmen. Und eigentlich gibt es keine wirklich tragischen Momente oder Wendungen, und schon zu Beginn des Films war irgendwie alles klar. Grant und Sattler kommen wieder zusammen, für Macy und ihre Adoptiveltern wird alles wieder gut und so weiter und so fort. Kommen wir nun aber zu den prähistorischen Stars des Films. Und das sind wirklich, wirklich viele. Fast alle in den Jurassic World Filmen auftretenden Tiere erhalten hier einen weiteren Auftritt. Diese sind aber oft nur relativ kurz bemessen und an ihrer Darstellung hat sich nicht großartig etwas verändert. Die originalen InGen-Dinosaurier bleiben die Chimären, die sie vorher schon waren. Und wir bekommen sogar einige Erklärungen geliefert, wieso sie so unrealistisch sind. Die meisten dieser Erklärungen brachten mich aber eher zum Seufzen, als dass ich Jurassic World und Fallen Kingdom nun doch irgendwie positiver sehen könnte. Nasutoceratops. Der erste neue Dinosaurier im Film ist wieder ein Ceratopsia. Jurassic-Fans bekommen diesen Dinosaurier allerdings auch schon zuvor zu sehen. Im Kurzfilm Battle at Big Rock trat dieser Horndinosaurier gegen einen Allosaurus im Duell an und in der Animationsserie Camp Cretaceous hatte er auch mehrere Auftritte. In allerdings jedem dieser Medien ist dieser Dinosaurier viel zu groß dargestellt. Auf der offiziellen Fanseite ist von 7,5 Metern die Rede, das Tier wirkt in manchen Szenen aber sogar noch deutlich größer, zum Beispiel während der Verfolgungsjagd mit den Jeeps. Auch kurz vor dem Ende ist noch einmal ein Ceratopsia zu sehen, allerdings nur als Silhouette, gemeinsam mit einer Elefantenherde marschierend. Ausgehend von dieser haben wir es hier aber wohl wieder mit einem Sinoceratops zu tun, die riesigen Dickhäuter im Film allerdings überragen. Trotzdem, beide Ceratopsia waren definitiv nicht größer als ein Elefant. Der etwas größere Sinoceratops dürfte 6 bis 7 Meter, Nasutoceratops sogar nur etwa 4,5 Meter lang geworden sein. Dass so ein Tier, das sogar etwas kleiner war als ein Nashorn, Autos durch die Gegend schleudert, wie wir es im Film sehen, ist natürlich völlig unrealistisch. Besonders keine Geländewagen. Die wiegen sogar noch mehr als der Dino. Ebenfalls der vehemente Einsatz der geschwungenen Stirnhörner. Die sehen zwar in der Tat ein wenig wie die eines Kampfstieres aus, waren aber nur mit Keratin überzogen und bestanden nicht komplett aus Horn. Ihre Basis und ihr Kern waren massiver Knochen, deshalb taugten sie nicht für so einen Kampf. Wenn sie damit gegen ein Auto angegangen wären, wären die Hörner gebrochen. Sie dienten bei den echten Tieren vor allem der zur Schaustellung. Rivalisierende Artgenossen wurden damit eingeschüchtert, Weibchen beeindruckt und auch mal der ein oder andere Angreifer verschreckt. Atrociraptor. Auf dem Schwarzmarkt in Malta bekommen wir als Zuschauer zahlreiche Dinosaurier zu sehen, allerdings meist nur in sehr kurzen Sequenzen.
Ein Stygimoloch wird hier gefangen gehalten, mehrere Kompis sind zu sehen und es hängen auch unverkennbar einige Dinos am Grill. Diese Szene brachte mich sehr zum Schmunzeln. Es ist schon bezeichnend für Meisterautor Trevorrow, dass man im letzten Film noch Millionen für Dinosaurier hinblättern musste und man sie hier dann einfach zu Kebab verarbeitet. Noch irrwitziger ist dann die Szene mit einer neu eingeführten Raptorenart, diesmal aus dem Hause Biosyn. In einer späteren Szene rühmt Datsuns Stellvertreter Ramsay Cole die aus InGens Konkurrenzfirma hervorgebrachten Dinosaurier als reine Kopien ihrer prähistorischen Vorbilder. Hier seien nur komplette Genome verwendet, also keine Chimären kreiert worden, deren Genpool man mit Fremd-DNS von anderen Spezies aufpeppen musste. Somit sollten die Biosyn-Dinosaurier eigentlich deutlich realistischer sein als ihre Konkurrenten von InGen. Nun, mal schauen, ob sich das bestätigt. Du ahnst es sicher schon. Das tut es nicht. Bevor ich aber dazu komme, was an Atrociraptor wieder völlig falsch ist, erst einmal zu dem Background des ganzen Auftritts. Auch der ist nämlich wieder völliger Unsinn. Dieselbe Lasersignaltontechnik, die man schon in Fallen Kingdom beim Indoraptor eingeführt hatte, wird auch hier wieder angewendet. Trevorrow möchte wohl ein weiteres Mal diese sensationelle Einsatzmöglichkeiten auf der Leinwand zeigen und beweisen, dass seine Idee doch eine wirklich gute war. Ist sie aber nicht. Hätte Bösewichtin Santos, Owen, Claire und die CIA-Agenten einfach erschossen, statt mit ihren blutrünstigen Spielzeugen herumzuhantieren, hätte sie sich ihre Gegner im Handumdrehen vom Hals schaffen können. Hier kommt wieder echtes James-Bond-Feeling auf, aber nicht etwa nur wegen der anschließenden spektakulären Motorradverfolgungsjagd, sondern vor allem wegen der unsagbar unlogischen Entscheidungen der Antagonisten. Doch ist der Biosyn Atrociraptor wirklich korrekt dargestellt und entspricht er seinem realen Vorbild? Nun, der echte Atrociraptor lebte in Kanada vor etwa 69 Millionen Jahren und ist uns durch ein fragmentarisches Kieferfossil und mehrere Zahnfunde bekannt. Wie genau sein Körper ausgesehen hat, das wissen wir also gar nicht. Was wir aber wissen, der Kiefer war etwa genauso groß wie der des mongolischen Velociraptor. Das Tier dürfte also einschließlich Schwanz nicht länger als 1,80 Meter gewesen sein, hatte also ebenfalls nur Truthahngröße. Im Film sieht er aber kaum anders aus als ein InGen Velociraptor, ist vielleicht sogar noch etwas größer und hat eine breitere Schnauze. Und er ist genauso nackig und reptilienartig wie sein Vorgänger. Tatsächlich gilt es aber als unumstößlich, dass alle, wirklich alle Dromaeosaurier ohne Ausnahme ein dichtes Federkleid trugen. Atrociraptor steht den ebenfalls aus Nordamerika bekannten Gattungen Saurornitholestes und Archaeoraptor außerdem deutlich näher als seinem Vetter aus der Mongolei. Archaeoraptor kommt auch im Roman Die weißen Steine vor. Diese Gattung ist tatsächlich etwas größer als ein Velociraptor. Wenn man auf einen größeren, wilderen und realistischen Dromaeosaurier hätte zurückgreifen wollen, so hätte Trevorrow also besser ihn nehmen sollen. Oder besser gleich ein Archaeolobator oder gar einen Utahraptor, die wirklich etwa die gleiche Größe hatten wie die Bestien im Film. Aber Atrociraptor klingt ja irgendwie ähnlich wie Velociraptor. Und einen anderen Ciraptor gibt's ja leider nun mal nicht. Lystrosaurus. Ebenfalls in der Schwarzmarktszene zu sehen war ein kleiner Lystrosaurus, der allerdings nur einen sehr kurz bemessenen Auftritt hat. Deshalb lässt sich über seine Darstellung auch nicht besonders viel meckern. Die Größe passt in etwa und ich fand es auch witzig, ihn ganz Corona-konform mit einer Maske auf der Nase zu zeigen. Später sah man ihn dann nochmal ohne und konnte ihn dann auch als Lystrosaurus erkennen, ohne lange überlegen zu müssen. Hier hat Biosyn also tatsächlich mal ein Urzeittier einigermaßen hinbekommen.
Anmerken muss man jedoch, dass Lystrosaurus gar kein Dinosaurier ist. Es handelt sich bei ihm um einen Dicynodonten, also einem engen Verwandten der späteren Säugetiere. Deshalb geben ihm manche Paläokünstler auch gerne mal ein wärmendes Fell, was für ein Tier seiner nur geringen Größe auch durchaus realistisch wäre. Schließlich kam Lystrosaurus sogar in der Nähe des damaligen Südpols vor, wo es auch in der Untertrias Temperaturen weit unterhalb des Gefrierpunkts geben konnte. Deshalb hielten Lystrosaurier einer neuen Studie zufolge sogar Winterschlaf. Einen wissenschaftlichen Direktnachweis für ein Fell gibt es allerdings noch nicht. Moros. Der kleine Fleischfresser Moros, den wir in einem Indoor-Käfig im Biosyn-Labor zu Gesicht bekommen, ist übrigens das Beispielobjekt für die Prahlerei mit der Reinheit der Biosyn-Genome. Außerdem war er auch in dem grauenvollen Prolog kurz zu sehen. Tatsächlich haben wir hier endlich einen gefiederten Dinosaurier zu sehen bekommen, womit der Biosyn-Moros tatsächlich realistischer ist als viele der anderen bisher gezeigten Urzeittiere. Vom echten Moros ist allerdings nur ein Teil des Beinskelettes überliefert, das von den Forschern als der älteste bislang gefundene Nachweis eines Tyrannosauroiden aus Nordamerika interpretiert wird. Tatsächlich sieht der Moros im Film aus wie eine Mini-Ausgabe von Roberta, nur mit Federn und der typischen Tyrannosaurier-Kopfform und den kurzen Vorderärmchen. Da es sich bei ihm allerdings noch um einen sehr frühen Vertreter dieser Entwicklungslinie handelt, hat sein Körper sehr wahrscheinlich deutlich anders ausgesehen als im Film. Von anderen früheren Tyrannosauroiden aus Asien und Europa wissen wir, dass diese noch deutlich grazilere, länglichere Schädel und vor allem längere Vordergliedmaßen hatten, auch mit einem zusätzlichen Finger. Moros war außerdem gemessen an der Größe seines Beines deutlich größer und dürfte etwa so groß geworden sein wie die Filmvelociraptoren und Atrociraptoren, also mindestens 3 Meter Länge und einem Gewicht von beinahe 80 Kilo. Im Film ist dieses Tier allerdings deutlich kleiner. Dreadnoughtus. Beim Flug zum Biosyn-Komplex schaut Alan Grant aus dem Fenster und erkennt den dortigen Sauropoden natürlich sofort als einen Dreadnoughtus. Biosyn hat seinen neuen Superpflanzenfresser natürlich um einiges gigantischer als der langweilige Brachiosaurus, den Trevorrow im letzten Teil ja tragischerweise in Flammen aufgehen ließ. Hier konnte ich im Kino aber nur wieder seufzen. Ich tat das natürlich leise und wohl auch als einziger, denn mir war wohl ganz allein klar, dass kein Paläontologe der Welt einen Dreadnoughtus in Fleisch und Blut so auf die Schnelle hätte identifizieren können. Nicht einmal ein echter Alan Grant. Von Dreadnoughtus ist uns zwar ein relativ vollständiges Skelett bekannt, lediglich der größte Teil des Halses und der Schädel fehlen. Da aber eben der Schädel fehlt und die sonst bei Sauropoden ebenfalls diagnostischen Hals- und Rückenwirbel unter Muskeln, Sehnen und Haut liegen, könnte das Vieh einfach mal locker jeder andere Titanosaurier sein. Mehr Diagnose geht nicht und einfach mal so richtigerweise auf Dreadnoughtus tippen schafft Sam Neill nur deswegen, weil er das Drehbuch kennt. Im Film sieht man Dreadnoughtus nur aus der Ferne und kann dort seine Größe nur schwer abschätzen. Im gestrichenen Prolog ist er jedoch auch neben einigen Pteranodons zu sehen, die neben ihm bloß wie Spatzen wirken. Das bislang einzige gefundene Exemplar von Dreadnoughtus war zugegeben tatsächlich außerordentlich groß. Experten schätzen das Tier auf etwa 25 Meter Länge und neuere Gewichtsangaben sprechen für mindestens 35, vielleicht sogar 40 Tonnen. Und dieses Exemplar war noch nicht einmal ausgewachsen. Im Zusammenhang mit Dreadnoughtus
aber auch vor allem mit Argentinosaurus oder Patagotitan, bin ich schon oft gefragt worden, welcher Dinosaurier denn nun tatsächlich der größte von allen sei. Kinder, aber auch viele Erwachsene sind nun mal verrückt nach Rekorden. Auch in der Presse ist immer wieder sowas wie größter Dinosaurier aller Zeiten in was weiß ich Nistan entdeckt zu lesen. Tatsächlich muss ich jeden, der fragt, aber mit meiner Antwort ein bisschen enttäuschen. Für die Körpergröße eines Sauropoden gab es ein physikalisches Limit. Wo das genau lag, darüber streiten die Forscher noch. Es wird aber irgendwo zwischen 35 und 40 Meter Körperlänge und zwischen 70 und 95 Tonnen Gewicht gelegen haben. Tatsache ist aber, dass solche Ausmaße mehrere verschiedene Sauropodengattungen erreichen konnten. Somit ist es völlig sinnlos, nach einem Rekordhalter zu suchen. Neben den bislang genannten sind noch mehr als ein Dutzend weiterer Gattungen im Rennen, und wer wirklich die Krone trug, werden wir wahrscheinlich nie wissen. Quetzalcoatlus. Das Tier, auf das ich mich nach seiner Ankündigung am meisten gefreut habe, war Quetzalcoatlus, einer der größten fliegenden Wirbeltiere aller Zeiten. Auch hier sage ich wieder ganz bewusst eines der, weil wir es hier wieder mit einer Tiergruppe zu tun haben, welche die natürliche Grenze, die ihnen die Gesetze der Physik setzen, wirklich präzise erreicht haben. Diese lag bei einem Gewicht von knapp über 250 Kilo und einer Flügelspannweite zwischen 10 und 13 Meter. Größer kann ein Tier von den Proportionen eines Pterosauriers nicht werden, wenn es dabei flug- und manövrierfähig bleiben möchte. Das haben Paläontologen in ihren Studien mit Hilfe von Computeranalysen, aber auch in Zusammenarbeit mit Avionik-Experten berechnet. Wenn wir Jurassic World Dominion als einen klassischen Agenten-Thriller oder auch einen Fantasy-Film betrachten wollen, wäre es absolut logisch, dass also ein Quetzalcoatlus die Lüfte über dem Quartier des Superschurken bewacht. In einem Science-Fiction-Film funktioniert das allerdings weniger. Aber das habe ich im Kino ja auch nicht erwartet. Wir sehen im Film nämlich ein Monster ungeheuren Ausmaßes, das sogar das Flugzeug, in dem sich Owen, Claire und die Piloten Kayla befinden, gänzlich mit seinem Schatten verdunkeln kann. Das Monster muss also größer gewesen sein als die Maschine. Bei dem Flugzeug handelt es sich, wie ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, um eine alte Fairchild C119. Dieses Modell hat eine Flügelspannweite von 33,3 Metern. Der hier gezeigte Quetzalcoatlus, obwohl in Aussehen und Erscheinungsbild tatsächlich einigermaßen getroffen, ist demnach mehr als doppelt so groß dargestellt, als er in Wirklichkeit war. Dass ein Quetzalcoatlus ein Flugzeug am Himmel angreifen und buchstäblich auseinanderreißen kann, ist natürlich ebenfalls Quatsch. Erstens waren diese Tiere dafür dann doch viel zu klein. Zweitens wären sie auch zu langsam gewesen, um ein motorisiertes Flugzeug einzuholen. Für Flugzeuge vielleicht weniger gefährlich waren große Adstarchiden allerdings tatsächlich gefürchtete Jäger. Allerdings stellten sie ihre Beute wohl eher nicht in der Luft, sondern gingen lieber am Boden auf die Jagd. Auf allen Vieren laufend waren große Adstarchidenflugsaurier wie Quetzalcoatlus, Hatzegopteryx oder Aramburgiana so groß wie heutige Giraffen. Mit ihren langen Schnäbeln, die länger als ein Mensch waren, stöberten sie nach kleineren Beutetieren. Sie verhielten sich also ganz ähnlich, wie es heute noch Störche oder Marabus tun. Diese kleineren Beutetiere konnten aber dann durchaus schon mal die Größe eines kleinen bis mittelgroßen Dinosauriers gehabt haben. Würden diese Kreaturen heute noch leben, müssten zumindest Kinder vor diesen fliegenden Superprädatoren sicher gut auf der Hut sein. Die Szene mit dem Therizinosaurus, der Claire durch die Sümpfe verfolgt, hätte also viel wirkungsvoller, aber auch realistischer ausfallen können, hätte diese Rolle ein Quetzalcoatlus übernommen. Und sogar auch dann, wenn dieser dabei eine realitätsgetreue Größe bekommen hätte. Pyroraptor. Aber Sie haben jetzt einen Raptor mit Federn. Was willst du eigentlich? Ich kann es schon hören.
die empörten Aufschreie derer, die sich auch in Dominion verliebt haben und es überhaupt nicht leiden können, wenn ich einen ihrer Lieblingsfilme nach dem anderen schlecht rede. Das tue ich erstens gar nicht, denn simple Fakten zu präsentieren ist etwas anderes, als ohne jede Basis etwas schlecht zu reden. Zweitens ist es halt eben eine Sache, uns einen gefiederten Raptor vorzusetzen. Eine ganz andere Sache ist es, wenn wir im nächsten Moment schlucken müssen, dass dieser Raptor einen Körper macht und schneller als ein Delfin Menschen unter dem Eis jagt, dann sogar von unten das Eis durchbricht und seine Jagd wieder oberhalb der Oberfläche fortsetzt. Ich sage nur so viel, das konnte ein Pyroraptor nicht. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Aber habt doch bitte etwas Mitleid mit mir. Denn dass ein Biosyn Pyroraptor die Federkiele auch noch an der falschen Stelle am Flügel hat, seine Hände verdreht hält, eine eher unwahrscheinliche Kopfform aufweist und darüber hinaus auch noch viel zu groß ist. Ein echter Pyroraptor reichte einem ausgewachsenen Menschen nur knapp übers Knie. Tut einem Dinosaurier-Fan wie Markus und mir nun mal schon weh genug. Da möchte ich dir auch noch nicht erklären müssen, dass Raptoren keine Pinguine waren. Von unten durch eine Eisschicht, die einen Menschen tragen kann, kommt auch nicht einmal ein 80 Kilo schwerer Pinguin. Und Biosyn verwendet reine Genome. Nicht vergessen, da war keine Pinguin-DNS mit im Spiel, mit der sich die Filmeliebhaber dieses Mal wieder rechtfertigen können. Das ist einfach nur ein Resultat von schlechter Recherche und Bad Writing. Schluss, aus, fertig. Jetzt lasst mich mit diesem Federvieh in Ruhe. Therizinosaurus. Aber okay, ich beruhige mich wieder, denn jetzt kommt wieder einer, der gar nicht mal so schlecht getroffen wurde. Biosyn präsentiert Edward mit den Scherenhänden als Dinosaurier. Wer findet, dass der Therizinosaurus wieder wie eine böse Fantasiekreatur aussieht, der irrt sich diesmal nämlich. Diesen Dinosaurier gab es wirklich und er spielte tatsächlich fast mit Tyrannosaurus und Giganotosaurus in der gleichen Größenliga, wenn auch das Exemplar, das wir auf der Leinwand sehen, schon etwas zu groß geraten ist. Nicht so sehr an der Realität vorbei ist jedoch, dass dieser Dinosaurier höchstwahrscheinlich auch ein Kleid aus Filamentfedern trug. Und obwohl er ein Vegetarier war, konnte er sich wirkungsvoll mit seinen Krallen verteidigen oder Konkurrenten aus dem Weg räumen. Der arme Hirsch. Die Abschlussszene mit dem epischen Kampf zwischen den Superprädatoren ist allerdings natürlich wieder reines Hollywood-Kino. Die Krallen waren zwar wirkungsvoll, um damit Ohrfeigen zu verteilen, aber einen Fleischfresser mit mehreren Tonnen Gewicht damit aufzuspießen, wäre für sie wohl doch eine Nummer zu viel gewesen. Ich denke, dass sie bei so einer Gewalteinwirkung gebrochen wären, weil sie nicht wirklich spitz waren. Primär hatten die Krallen nämlich wohl den Zweck, damit Zweige zu angeln und abzubrechen, von denen sich das Tier im Anschluss dann ernährte. Giganotosaurus. Der größte Fleischfresser, den die Erde jemals gesehen hat. Halt, bitte langsam, Ellen. Das wäre nämlich immer noch der Pottwal. Und selbst für die Landraubtiere gäbe es da einige harte Herausforderer. Zunächst einmal aus der eigenen Verwandtschaft. Funde von Maposaurus, Tyrannotitan und Carcharodontosaurus zeigen, dass diese wenigstens eine ähnliche Größe wie Giganotosaurus erreichen konnten. Auch einige große Spinosauriden dürften ihn zumindest, was die schiere Länge angeht, deutlich übertroffen haben. Und obwohl er lange als entthront galt, hätte auch Tyrannosaurus wieder ein Wörtchen mitzureden. Neueren Studien zufolge war dieser nämlich vielleicht ein paar Zentimeter kürzer, aber deutlich massiger. Bei den Theropoden haben wir also wieder das gleiche Ergebnis wie bei den Sauropoden und den Flugsauriern. Es ist unmöglich zu sagen, wer von ihnen wirklich der größte war. Was ich aber ganz nett fand,
Die erste Auseinandersetzung zwischen T-Rex und Giganotosaurus endet im Film nun einmal tatsächlich so, wie Tierkämpfe auch wirklich in der freien Natur ablaufen. Einer der beiden Konkurrenten ergreift nach kurzem Geplänkel die Flucht und überlässt die Beute dem Stärkeren. Nur bin ich der festen Überzeugung, dass hier nicht der T-Rex, sondern vielmehr Giganotosaurus das Nachsehen gehabt hätte. Die zweite Begegnung ist dann allerdings wieder reines Popcorn-Kino, weil Dino-Gladiatorenkämpfe ja immer so gut ankommen. Allerdings ist es unsinnig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wer bei einer wirklichen Begegnung der beiden nun wirklich gewonnen hätte. Denn begegnen konnten sich die beiden Tiere nie. Sie lebten im Abstand von ganzen 30 Millionen Jahren. Wer aber hätte denn nun gewonnen? Na gut, ich stelle mich mal dieser Gladiatorenfrage und versuche sie mal so gut ich kann zu beantworten. Fakt ist jedenfalls, dass die größten Exemplare eines Tyrannosaurus nicht ganz die Körperlänge eines Giganotosaurus erreichten. Von diesem sind derzeit nur 2 Exemplare bekannt. Das relativ vollständige Typusexemplar sowie ein weiterer isolierter Unterkiefer. Schon das Typusexemplar ist länger als die meisten Tyrannosaurus-Exemplare und war geschätzt zwischen 12,4 und 12,5 Meter lang. Von Tyrannosaurus sind dagegen über 50 Exemplare bekannt und nur 2 davon waren tatsächlich größer. Sue misst 12,6 Meter, ihr Kollege Scotty sogar knapp 13 Meter. Man muss davon ausgehen, dass sogar ein durchschnittlicher Giganotosaurus diese Ausmaße erreichen konnte. Und das zweite gefundene Exemplar wird gemessen an dem gigantischen Kieferknochen gar auf 13,2 Meter oder größer geschätzt. Trotzdem würde ich mein Geld eher auf den T-Rex setzen. Der Schädel eines Tyrannosaurus war nämlich beinahe doppelt so breit und konnte eine erheblich größere Beißkraft aufbringen. Auch in der Gesamtproportion war ein Tyrannosaurus deutlich massiver, muskulöser und deshalb auch erheblich schwerer. Selbst wenn ein Giganotosaurus etwa 7,8 Tonnen Gewicht erreichen konnte, ein wirklich stabiler Tyrannosaurus übertraf ihn um eine ganze Tonne Körpergewicht. Besonders deutlich wird der Größenunterschied zwischen beiden, wenn man sich das Profil dieser Megatheropoden nicht von der Seite ansieht, sondern von oben. Leider entspricht die Darstellung des Biosyn Giganotosaurus in kaum einer Weise den tatsächlichen Körperproportionen. Die Kopfform passt überhaupt nicht, die Arme sind viel zu groß, tatsächlich waren sie gar nicht so viel größer als bei einem T-Rex, und auch für den merkwürdigen Schuppenkamm auf dem Rücken gibt es keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte. Natürlich ist das alles immer noch besser als ein bloß ausgedachtes Riesenhybridenviech, weshalb ich hier ein bisschen gnädiger sein möchte. Zu groß ist der Giganotosaurus im Film aber trotzdem. Dimetrodon. Ein weiteres Geschöpf aus der Zeit lange vor den Dinosauriern ist Dimetrodon, das Alan, Ellie und Macy bei ihrer Flucht durch die ehemaligen Bernsteinminen in den Dolomiten auflauert. Gleich mehrere dieser Tiere sind im Film zu sehen, allerdings nur kurz und dann auch nur im Schein einer Fackel. Wohlgemerkt, Dimetrodon ist kein Dinosaurier, sondern näher mit den Säugetieren und somit auch mit uns Menschen verwandt als mit T-Rex und Co. Ich kann aber leider nicht bestimmen, um welche der insgesamt 14 gültigen Dimetrodon-Arten es sich im Film handelt und gehe nun einfach mal von der Typusart Dimetrodon limbatus aus. Dennoch fällt auch meine Gesamtbewertung bei der Darstellung positiv aus. Das Dimetrodon sieht wirklich ziemlich cool aus. Einem echten Dimetrodon wäre die feuchtkalte Umgebung einer Höhle allerdings bestimmt etwas zu cool gewesen. Dieser Pelykosaurier war nämlich ein wechselwarmer, entfernter Vorfahre der späteren Säugetiere, der im unteren Perm offene Landschaften bewohnte
und dort auf die Jagd ging. Als eines der größten Landtiere seiner Zeit hätte ihm die enge Umgebung einer Höhle wohl nicht nur klaustrophobische Anfälle verschafft, es wäre ihm dort auch schlichtweg zu kalt gewesen. Sein ikonisches Rückensegel trug er nämlich nicht ohne Grund. Dieses diente sehr wahrscheinlich der Thermoregulation und dazu, Sonnenwärme aufzunehmen bzw. abzugeben. So konnte ein Dimetrodon damit am Morgen früher aktiv werden bzw. hatte in den extremen Sommern des Perm auch keine Schwierigkeiten, sich vor Überhitzung zu schützen. Man hätte ja viele Urzeittiere in die Höhle packen können, um für ein bisschen Gruselatmosphäre zu sorgen, aber doch bitte keinen Dimetrodon. Oviraptor. Den Oviraptor habe ich im fertigen Film wohl verpasst. Er soll aber drin sein, so wurde er zumindest angekündigt. Vielleicht ist er in einer der hektischen Szenen auf dem Schwarzmarkt zu sehen. Dabei könnte er mir irgendwie entwischt sein. Gut erinnern kann ich mich jedoch an seinen Auftritt im grauenhaften Prolog. Und leider ist auch die Erinnerung an ihn keine gute. Statt ein modernes, diesem Dinosaurier gerecht werdendes Bild zu zeigen, bedient man sich an Vorurteilen und Fehlinterpretationen, die schon seit mehr als 20 Jahren als veraltet gelten. Halten tun sich solche Falschannahmen allerdings immer lange. Und so muss ich auch heute noch regelmäßig erklären, dass der Oviraptor genau das Gegenteil von dem war, was sein wissenschaftlicher Name über ihn aussagt. Der bedeutet nämlich auf Deutsch Eierdieb. Als man in den 1920ern ein Skelett von ihm mit zertrümmertem Schädel inmitten eines Dinosauriernestes fand, gingen die Forscher davon aus, dass dieser Dinosaurier anderen ihre Eier stahl. Vielleicht hätte ein Protoceratops diesen Dieb auf frischer Tat erwischt und ihn getötet. So war lange Zeit die Meinung der Forscher. Und so nannten sie ihn Oviraptor Philoceratops, Eierdieb, der Ceratopsia liebt. Als aber in den 1990ern weitere ganz ähnliche Funde von Sitipati und anderen engen Verwandten des Oviraptor gefunden wurden, wurde ein anderes Bild deutlich. So viele Eierdiebe auf einem Haufen und immer in der gleichen Pose, da muss es doch eine andere Erklärung geben. Und tatsächlich, als man schließlich in einem weiteren Nest auch Embryonen in den Eiern entdeckte, war die Geschichte klar. Die Embryonen gehören zu einem Oviraptoriden. Diese Tiere stahlen also keine Eier, sie brüteten sie in voller elterlicher Hingabe aus. Und viele von ihnen gingen für ihre ungeschlüpften Jungen sogar in den Tod. Wenn der Prolog zu Dominion im Jahre 2020 einen Oviraptor immer noch beim Eierfressen zeigt, dann bedient man hier ein sehr, sehr altes Dogma und tut diesem Dinosaurier wieder einmal Unrecht. Und zwar diesmal wieder besseren Wissens. Außerdem hat der Film-Oviraptor keine asymmetrischen Schwungfedern, wie wir sie aber von anderen Fossilfunden kennen. Andere Federn sitzen bei ihm an der falschen Stelle. Kopfform und Körperbewegungen passen auch nicht so ganz. Wie man in nur so wenigen Filmsekunden, in denen dieses Tier zu sehen war, so viel falsch machen kann, ist schon beachtlich. Fazit: Colin Trevorrow hat in Interviews vor der Premiere des Films öfters verlauten lassen, dass dieser Film sich wieder mehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren soll. Dass er dieses Versprechen gehalten hätte, kann ich nach der Sichtung des Films allerdings nicht bestätigen. Nur weil manche der Dinos jetzt ein paar drangeklatschte Federn haben, ist wirklich jedes der auftretenden Urzeittiere eben nicht nach einem aktuellen Forschungsstand dargestellt und voller Fehler. Fehler, die sich schon meist nur auf Körpergröße und Erscheinungsbild beziehen, aber besonders hanebüchen ist das Verhalten der Tiere, das sie im Film an den Tag legen. Dominion kann somit definitiv nicht als realistischer als seine beiden Vorgänger angesehen werden. Mir gefällt er zwar insgesamt besser als der Vorgänger, aber trotzdem ist er für mich der zweitschlechteste der gesamten Filmreihe.
Er ist kein Science-Fiction-Film, er ist kein Dinosaurier-Film und er ist eigentlich auch ein schlecht gemachter Bond-Film und kein richtiger Jurassic-Film. Mein Schlusswort: Ich bin wirklich froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Und nach dieser für mich mehr als nur enttäuschenden Jurassic World Trilogie, auf die ich wirklich komplett hätte verzichten können, kann ich nur hoffen, dass nie wieder ein Jurassic-Film gedreht wird. Michael Crichton hat sich sicher ein weiteres Mal im Grab umgedreht.